Robin Dölp hat einen Traumjob. Er ist Fluggerätemechaniker und fliegt als Sportpilot über den Wolken. Vor 30 Jahren hätte das keiner für möglich gehalten. Denn Robin startet 12 Wochen zu früh in sein Leben. Alles beginnt mit einem Notfalleinsatz. Irgendwo über dem Rhein-Main-Gebiet. Ich hätte im Juli geboren werden sollen, bin Ende April. Wollte ich schon raus, kann man so sagen. Und ging gleich mit dem Rettungshubschrauber von Langen im Krankenhaus, ging es gleich nach Hanau. Jedem, dem man diese Geschichte so erzählt, glaubt, dass das auch so ein Schicksalsding war vielleicht. Ein Brutkasten. Das Kind darin ist Robin. 1100 Gramm leicht. Seine Mutter Barbara Mitschdörfer denkt heute, am Weltfrühgeborenen-Tag, an seine Geburt, als sei es gestern gewesen. Das war eine sehr überraschende Situation, weil sich die Frühgeburt nicht angekündigt hatte. Dass ich dann von jetzt auf gleich vom Arbeitsplatz in die Klinik gefahren wurde und mein Kind 3 Stunden später auf der Welt war. Und als ich aus der Narkose aufwachte, habe ich dieses Flop, Flop, Flop vom Hubschrauber gehört und bekam dann gesagt, dass ich einen Sohn bekommen habe und dass er gerade mit dem Hubschrauber auf dem Weg in die Kinderklinik ist. Also dieses Geräusch von dem startenden Hubschrauber, das hat mich über Jahre hinweg traumatisch begleitet. Robin hat eine Hirnblutung und liegt 3 Monate auf der Intensivstation. Es war blanke Angst und diese Angst hat auch sprachlos gemacht, das heißt also uns Eltern sprachlos gemacht. Ich hatte ein Polaroid-Foto am Bett, was mein Mann mir dann gebracht hat und es drohte auch unser Sohn zu versterben. Die ersten Tage wussten wir nicht, ob er überleben wird und danach sah es so aus, als würde er eine Behinderung davontragen. Also wenn meine Mutter erzählt, dass sie wirklich jeden Tag in die Klinik gefahren sind und die Ärzte nicht wirklich sagen konnten, wie der nächste Tag aussehen könnte. Das macht ja auch was mit einem, wenn man wieder heimfährt und nicht sagen kann, na gut, dann schauen wir mal nächste Woche, wie es weitergeht. Doch was dann passiert, grenzt an ein Wunder. Die Hirnblutung verheilt ohne Spätfolgen. Robin wächst ganz normal auf. Er kann zur Schule gehen, macht sein Fachabitur und dann eine Ausbildung bei Condor. Also ich würde schon sagen, dass ich ja auch jedem raten kann, die Träume, die Wünsche, die er hat, sei es mit einer Einschränkung oder ohne Einschränkung, einfach zu verwirklichen. Seine Mutter lässt Robins Geburt einfach nicht los. Sie gründet den Bundesverband Das frühgeborene Kind. Frühchenfamilien zeigen, wie man trotz aller Hindernisse Nähe aufbaut. Das liegt ihr am Herzen. Beispielsweise, dass es ganz wichtig ist, dass man mit seinem Kind spricht. Und dass das Frühgeborene nach der Geburt, wenn es im Inkubator liegt, die Stimme der Mutter oder des Vaters sehr wohl gleich wiedererkennen kann. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, als mein Sohn das erste Mal meine Stimme hören konnte, als ich das erste Mal zu ihm in die Kinderklinik durfte, da hat er das erste Mal die Augen aufgemacht. Barbara Mitschdörfer berät Geburtsstationen, Kinderärzte und betroffene Eltern. Anschauungsmaterial hilft. So klein sind Windeln, Socken und Schnuller. Und so klein ein Frühchen bei der Geburt. Das Klinikpersonal kann also mit dieser Puppe Eltern sehr gut zeigen, wie sie ihr Kind versorgen und auf den Arm nehmen können, ohne ihm Schaden zuzufügen, weil man hat natürlich ein bisschen Berührungsängste am Anfang. Zwischen Barbara Mitschdörfer und ihrem Sohn Robin passt übrigens kein Blatt Papier. Seine Frühgeburt hat eine spezielle Verbindung geschaffen. Sehr besonders erinnere ich mich, als wir einen runden Geburtstag gefeiert haben und ich konnte sie mal beiseite nehmen und habe ihr wirklich gesagt, wie wichtig sie mir ist. Und wir sind beide sehr emotional geworden und mussten natürlich ein bisschen weinen. Sportpilot Robin mit seiner Mutter als Co-Pilotin. Ein Schnappschuss aus der Luft. Dass das mal möglich ist, daran haben beide vor 30 Jahren mit Sicherheit nicht geglaubt.